Du willst deine Freunde mit einem leckeren Summer Barbecue überraschen? Hast aber noch keine Idee, was du grillen möchtest und welche Getränke du dafür nutzen möchtest? Wir verraten dir, welche Grillrezepte diesen Sommer besonders in sind. Und welcher Cocktail der absolute Hingucker auf jeder Grillparty ist. Wenn du jetzt Lust auf ein Summer Barbecue mit deinen Freunden bekommen hast, dann findest du alle Rezepte in der Videobeschreibung. Ich bin Nicole. Und ich bin Maren. Ich bin das Gesicht von dem Instagram-Blog Kleine Rezeptideen. Als perfekte Grillvorspeise zeige ich dir heute Zucchini-Tornados und Kartoffeltornados. Die bekommen eine tolle Panade und super Gewürze. Dazu gibt es dann noch einen Korb mit Gemüse und außerdem wollen wir noch einen tollen Dip zusammen machen. Als erstes bereiten wir die Panade vor. Dafür nehmen wir unter anderem Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver, Granulat von Knoblauch und von Zwiebeln. Und das mischen wir dann ordentlich unter das Panko. Als nächstes schneiden wir die Enden ab von der Zucchini und dann haben wir hier diesen Spieß mit diesem Spiralschneider und können durch diese Drehbewegungen diese tollen Tornados erzeugen. Anschließend wird das Ganze dann mit dem Öl eingepinselt und dann können wir auch schon das Gemisch aus Panade und Gewürz drauf streuen. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit der Kartoffel. Die ziehen wir ebenso auf die Spirale, ähnlich wie die Zucchini, aber wir verwenden hier jetzt andere Gewürze. Für den Dip nehmen wir griechischen Joghurt, Quark, dann haben wir natürlich ein schönes Tzatziki-Gewürz, das schmeckt super gut, Salz, Pfeffer und jede Menge Schnittlauch. Ich bereite jetzt unsere Gemüsetornados zu. Je nachdem, wie kross man das Gemüse haben möchte. Mal dann schauen, wann man es runternimmt. Ich empfehle so eine Zeit von ungefähr einer Viertelstunde, aber das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie heiß die Glut ist. Jetzt haben wir die perfekte Vorspeise. Ich würde sagen, jetzt wird Zeit für einen kühlen Drink. Habe ich da gerade kühle Drinks gehört? Das übernehme ich jetzt. Ich zeige dir heute das Rezept für den Paradise Cocktail. Der sieht nicht nur gut aus aufgrund seiner Regenbogenfarbe, sondern er schmeckt auch genauso gut. Wir fangen an mit dem Grenadinensirup. Als nächstes füllen wir das Glas bis oben hin mit Eiswürfeln voll. Jetzt Ananassaft und Malibu im Cocktail-Shaker zusammenfügen. Wichtig ist, Deckel zu und gut schütteln. Den Mix schütten wir jetzt ins Glas. Jetzt lockern wir mit dem großen Löffel auf, damit sich die beiden Schichten besser vermischen. Als nächstes mischen wir 20 ml Blue Curacao mit 40 ml Wasser zusammen. Als Highlight dekorieren wir zum Ende mit einer Orangenscheibe. Lecker! So, der Cocktail ist fertig. Jetzt fehlt nur noch die passende Hauptspeise. Maren, hast du eine Idee? Oh ja, da würde ich unbedingt Burger empfehlen. Und zwar haben wir einmal eine vegetarische Variante, die ist mit Halloumi. Und dann gibt es nochmal eine mit Fleisch und da habe ich mich dann für Pulled Chicken entschieden. Ich verwende hier besonders gerne den sogenannten Plancha-Grill. Das ist eben ein Grill, wie man so sieht, hat halt eine sehr große Auflageform, ist fast schon so ähnlich wie so eine große Pfanne eigentlich. Und das Praktische ist einfach wirklich, man kann nahezu alles drauf zubereiten, was auch in der Pfanne geht. Trotzdem hat man gleichzeitig auch diesen Barbecue-Effekt und auch eben die tollen Röstaromen. Als Beilage machen wir hier nochmal ein bisschen frisches Gemüse und ein paar Champignons. Also der Burger ist jetzt soweit nahezu fertig. Jetzt geht es darum, dass wir das alles zusammensetzen wollen. Dann nehmen wir jetzt den Rucola. Jetzt kommt die Zucchini, darauf die geröstete Tomate. Unser großes Highlight, Halloumi. Eine Senfsoße auf Honigbasis. Ein besonders schöner Abschluss für den Burger ist diese Cocktailtomate. Die mache ich auf den Pica drauf. Und den wiederum benötigen wir ja auch, damit wir das Ganze so ein bisschen fixieren können. Somit verrutscht der Burger beim Essen dann auch nicht. Für die Pulled Chicken Variante gibt es also Hühnchenbrustfilet, das habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Das habe ich so gemacht, dass ich gestern dann tatsächlich schon 2,5 Stunden das Ganze bei 150 Grad gegart habe. Und wie man sieht, das ist jetzt super zart geworden. In das vorbereitete Pulled Chicken machen wir jetzt ein bisschen von der Barbecue-Soße rein. Und dann anschließend ist es fertig für den Burger. Jetzt kommt der Chester, der passt besonders toll zum Pulled Chicken. Das Ganze wird jetzt gekrönt von einigen Röstzwiebeln. Und ganz oben auf der selbstgemachte Coleslaw. Der optimale Abschluss für den Burger ist die leckere eingelegte Knoblauchgurke. Diese rundet es perfekt ab und bringt richtig tolle Aromen mit. Welches Gericht darf auf deinem Summer Barbecue auf gar keinen Fall fehlen? Schreib's in die Kommentare. Schmeckt echt super gut. Hast du perfekt gemacht. Richtig lecker. Ich zeige dir heute gegrillte Ananas und Marshmallow-Erdbeerspieße am Grill. Die Ananas wird mit Rum flambiert und das Obst mit braunem Zucker karamellisiert. Dies sorgt für einen ganz besonderen Geschmack. Zur Sicherheit würde ich die Ananas mit Rum vorher schon begießen und sie dann erst auf den Grill legen.
Da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich noch nie gegessen. Perfekte Kombination, finde ich. Wahnsinn. Die Erdbeere mit dem Zucker. Das ist mein Favorit. Grillen ist für mich mehr als nur die Nahrungsaufnahme. Es ist gemeinsam zusammen sitzen, es ist draußen sein, es ist die Natur genießen. Ich hoffe, bei dir ist es genauso gut geworden.